nach 200 Metern weiter geradeaus auf Atatürk Boulevard. Ah, hier scheint eine Station zu sein. Hier hält die Bahn an. Tschüss. Tschüss, guck mal, da ist noch eine Giraffe, eine Ballerina. Hä? Da kommen wir nicht drüber. Hallo und Merhaba! Nachdem wir uns jetzt vom Delfin Imperial lösen konnten, haben wir in Antalya selbst noch unsere neuen Freunde Janina und Martin getroffen, alias Mortal. Und Janina wie Neinina. Genau. Und hatten dann beschlossen, dass wir zusammen zu einem Nationalpark weiterfahren in der Nähe von Antalya, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann. Genau, hier sieht man ein paar Aufnahmen. Durch diesen wunderschönen bergigen Nationalpark fließt ein noch schönerer Bergfluss, auf dem wir auch raften waren. Ja, auch hier hat es uns mal wieder erwischt. Wir wollten eigentlich höchstens 2 Nächte bleiben, sind dann aber, glaube ich, 3 oder 4 Nächte geblieben. Denn wir standen auf einem super, super schönen Stellplatz. Zusammen mit Janina und Martin waren wir, wie gesagt, schon raften, haben dort zusammen Sport gemacht, haben Bull gespielt. Es gab jeden Abend Lagerfeuer. Wir haben mehrmals gegrillt, solange bis unser Grill gut ausgegangen ist. Wir sind, wie man sehen kann, einmal in den Fluss gehüpft und wir haben auch den Franzosen Philippe kennengelernt, den wir jeden Abend mit verpflegt haben und den wir am Ende nochmal Starthilfe gegeben hatten, denn Philippe war mit seinem Auto unterwegs, seinem Mietauto, wollte sich nicht in ein Hotel einmieten und hat dann dadurch die ganze Nacht die Heizung brennen lassen im Auto, deswegen dann seine Batterie leider leer gezogen war. Außerdem konnten wir noch beobachten, wie ein paar Autofahrer mit ihrem geliehenen Landy im Fluss stecken geblieben sind. Wir baten natürlich unsere Hilfe an. Diese wurde nicht angenommen und uns wurde der erste gefischte Fisch am nächsten Tag versprochen, den wir leider nie erhalten haben. Okay, now forward please, everybody forward. Forward. Okay, stop. Right side forward, right side. Left side backward. Okay, stop. Forward, together. Everybody, together. Go. I will make a... And Jenny. Somebody want to take something in your Yeah, van? if somebody robs now, we can't do anything.
Mother's dog or cat? Nein, 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 das ist Menschenessen. No. You want to find family? Nein? Maybe. Oh, so fluffy ears. Ja, da gibt's Frühstück. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du hast doch gerade was zum Futtern gekriegt, du kleiner Wurzelflautzel. Beim Familienunternehmen Mavi Rafting, mit dem wir raften waren, gab es auch die Besonderheit, dass uns die Damen des Hauses Gösleme gemacht haben. Gösleme ist quasi so eine Art Pfannkuchen, in diesem Fall mit Kartoffeln und Käse drinne. Der wurde für uns frisch zubereitet vor unseren Augen und den konnten wir dann mit Chai genießen. In diesen Genuss sind wir mehr als einmal gekommen. Es hat wirklich hervorragend geschmeckt. Zum Raften selbst, in diesem Tal, in dem wir dort waren, gibt es über 200 Rafting-Anbieter. Und wir hatten uns eben für Mavi entschieden und können das auch immer wieder weiterempfehlen. Ja, und dann hatten wir uns eigentlich auch schon verabschiedet von unseren neuen Reisegefährten. Aber wie es dann das Schicksal so wollte, haben wir uns doch nochmal on the road getroffen und hatten dann noch ein paar schöne Tage, diesmal an der Meeresküste. Wir haben Frühstück am Strand genossen. Wir sind Anfang des Jahres zusammen in die Wellen gehüpft und hatten auf jeden Fall viel Spaß gemeinsam, bis wir uns dann irgendwann endgültig getrennt haben. Aber an der Stelle noch nicht. Jedoch bei unserer ersten Trennung schon hat uns Janina ein selbst hergestelltes, gehäkeltes Wimpelchen geschenkt, was jetzt auch vorne bei uns im Fahrzeug immer mitfährt und über das wir uns immer wieder erfreuen. Vielen Dank dafür. Genau, es hat jetzt einen Ehrenplatz. Aber jetzt gerade muss ich sagen, ist das echt die abenteuerlichste Straße, die wir bisher je gefahren sind hier in der Türkei. Finde ich. Ja. Das könnte auch in Tadschikistan sein, genau das hier. Es gibt doch kaum Schlaglöcher. Nee, aber so ultra heftig am Berg gelegen. Das sieht halt eher so ein bisschen aus, als ob es hier Erdrutsch oder so gegeben hätte. Naja, kann auch sein. Und alles staubt so übel. Hier sind alle Wahlbusse. Lauf, Junge, lauf. Wahlveranstaltung. Und noch einer, die haben fette Boxen drauf, diese Autos. Ja. Oh, die machen immer schöne Partymusik. Du bist auch ein Süßer. Oder?
Nach einem abenteuerlichen Ritt über die Küstenstraße Richtung Mersin haben wir noch am Barbaros-Strand oder an der Bucht Halt gemacht. Dort war ein wirklich schöner Platz mit ganz, ganz vielen Campern. Verstehen konnte man das auf jeden Fall. Und dort hatten wir unser letztes gemeinsames Frühstück mit Janina und Martin, bevor wir zu unserem erstmal letzten Abenteuer gemeinsam aufgebrochen sind. Jetzt, Leute, ihr habt das nicht lange genug gehalten. Okay, nochmal. Das müsst ihr leider nochmal machen, We are sorry. weil wir sind nicht in der Lage, woanders hinzugehen, um das schön zu filmen. Uiuiuiuiui. Haben die ganzen. Vielleicht wurdest du gehackt, Andi. Aha, aha. So, wir verlassen diesen wunderschönen Strand. Ja. Nein, wir müssen. Das geht ja senkrecht runter hier. Super. Was sagst du mit deinen Sicherheitsschuhen, Möri? Super. Yes. Super, da fühlt man sich doch wie zu Hause. Stufen gibt es hier auch. Und da muss man ein bisschen springen. Au. Die haben richtig rauskauen, das ist schon krass. Also, die Schuhauswahl ist top. Ja, also ich meine, natürlich haben sie sich voneinander irgendwie unterschieden, wahrscheinlich wie die Griechen und die Türken. Ja. Aber von den Göttern haben sie sich unterschieden, glaube ich. Aha, da oben. Ja, aber die sieht irgendwie nicht so safe aus, finde ich. Hallo, Männer aus Stein. Sind das alles Männer? Das behaupten die jetzt mal. 3, 2, 1. Heidi! Schiköfte! Herrlich, herrlich, herrlich. Unser letztes gemeinsames Abenteuer war dann Man of Rock zu besuchen, in die Felsen gehauene Männer. Ja, eigentlich nur ein kurzer Abstieg, aber der Abstieg hatte es in sich. Wir haben dort auch nochmal ausprobiert, wie man ein Echo ins Tal rufen kann. Hat total gut funktioniert und war für uns ein krönender Abschluss. Hey, als ihr vorher hinter uns nachgefahren seid, die Jenny schaut so cool aus auf der Straße mit den beiden Reifen da oben drauf. Auf jeden Fall. Dankeschön, ihr seid so süß. Ich schaut echt Ihr geil seid so aus. süß. Gute Passt Fahrt. auf euch auf. Kommt gut weiter. Ciao. So schön euch kennenzulernen. Ihr seid toll. Ja, da freuen wir uns Es auch war eine sehr, total geniale Zeit. sehr. Ja. Tschüss. Ciao, vielen Tschüssi. Hey. Oh, echt
asozial. Ja. Echt super asozial. So sieht Wahlkampf in der Türkei aus. Und es ist noch ein Monat hin bis zur Wahl. Alter, hier links sind nur Autos mit Wahlwerbung drauf. MHP. Oder Mustafa Kara. Genau, wir haben erfahren, das ist die Opposition, das ist die Partei, die MHP. eben den Erdogan nicht angehört. Und die haben hier vor Jahren schon die in der Kommunalwahl die großen wirtschaftsstarken Städte abgeräumt, sprich hier Mersin, dann Antalya, Alanya und eben Istanbul. Izmir. Und Izmir. Und das ärgert Herrn Erdogan auf jeden Fall. Und jetzt wird hier wirklich hart Wahlkampf betrieben, muss man sagen. Das ist schon. Und es ist ein Monat hin! Es ist ein Monat hin Ja. bis zur Wahl. Das ist verrückt. Ausnahmezustand hier. Ja. Der Stadtpark am Meer in Mersin. Mit einer der wärmsten Orte der Türkei. Ist echt warm. Was haben wir? 3. März? Ja, sowas. Ja. Und am 11. März beginnt Ramadan. Ramadan. Als nächstes stand für uns Mersin an, eine 5,5 Millionen Stadt. Überhaupt, wie groß die Städte in der Türkei sind, das habe ich zumindest komplett unterschätzt. Mersin ist einer der wirtschaftsstärksten Städte der Türkei und ist besonders bekannt für seinen großen und umsatzstarken Hafen. Man sieht es, wenn man durchfährt, die Logistikbranche wird dort ganz groß geschrieben. Ansonsten liegt Mersin sehr, sehr schön am Meer. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Unser schönstes Erlebnis in Mersin war ein Veterinär. Wir wollten noch ein bisschen Hundefutter kaufen, da wir ja immer wieder Hunde füttern unterwegs. Und wir waren dann in einem Laden mit Menschen in unserem Alter, ganz vielen Mädels. Eine davon war die Veterinärin. Und mit der haben wir uns lange auch über die Türkei unterhalten. Sie wäre am liebsten mit uns gereist. Die Veterinärin hat uns auf jeden Fall eine neue App zur Kommunikation empfohlen, die wir jetzt immer verwenden. Und ja, auf jeden Fall war es auch wieder ein richtig cooler Besuch mit richtig coolen Menschen. Sie wäre am liebsten mitgefahren, hätte das ganze Hundefutter eingepackt und unterwegs Hunde behandelt und gefüttert. Süß. Ja. Ein bisschen Biergartenstimmung. Biergartenstimmung? Biergartenstimmung. Oh ja. In Tarsus bei den Wasserfällen standen wir auf dem Community Campground, wo man umsonst parken konnte. Fanden wir sehr nett. Hier haben wir auch andere Overlander getroffen, zum Beispiel Alex und Claudia, eigentlich aus München, die gerade aus Saudi-Arabien und den Oman zurückkamen, und Paolo und Sarah aus Italien. 2 super coole Leute, die mit einem Sprinter unterwegs sind und versuchen, noch in diesem Jahr bis nach Japan zu gelangen. Die beiden sind echt lustig drauf und sie haben einen Hund dabei und auch eine Katze. Und außerdem, als waschechte Italiener, haben sie uns empfohlen, eine Pizza auszuprobieren im benachbarten Supermarkt. Seht selbst. Hier im Migros kann man sich eine Pizza kaufen. Und die kann man dann direkt hier zubereiten lassen.
Und den Tipp haben wir von unseren italienischen Freunden vom Campingplatz. Die haben das hier ausgecheckt, ob es das hier gibt und jetzt gibt es hier Mittagessen. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich? Wir hatten lange keine Pizza mehr. Die fertige Pizza in Migros. Wow! Ui. Ein Traum geht in Erfüllung. Andi geht in den McDonald's in der Türkei. Und das zu einer Zeit, wo er kein Zucker essen kann. Und das Eis hat hier so wenig gekostet. Ein McFlurry für unter 1 Euro. Ja, und ein Milkshake für noch weniger als 1 Euro. Ah, das tut weh. Miri, was machst du da? Ich schüttle was für meinen Mann. Und was ist da drunter? Was Süßes. Was Süßes? Genau. Was Weißes, Flüssiges. Und, hat sich's gelöst? So mittel. Okay, es ist super. Es ist total super geworden. Riech mal. Ja doch, man riecht's. Wir fahren nach Gaziantep rein und wir werden uns heute hier einmal die sehr empfohlenen Speise zu Gemüte führen und uns die Stadt angucken. Bekannt ist Gaziantep für sein leckeres Baklava. Genau, wir freuen uns. Die hupt mich auch für alles. Für Hallo, danke, bitte, tschüss, hey, komm mal rüber, wir müssen Chai trinken. Ja. Jetzt. Das ist unsere Schneider. Unser Schneider. Terzi, oder? Sprich mal. Terzi. Unsere Terzi. Ich habe noch ganz tolle andere Maschinen hier. Ja, Maschinen. Und die ist super. Mit dem Fuß noch eine ganz, ganz alte. Oder? Ja, ganz alte. Ja. Diese Marke. Ja. Ja. Italiener. Wow. Ja. 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 Sewing Machine. Toll. Das gibt es normalerweise nur noch im Museum. Ja. Gaziantep ist ungefähr 50 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Allgemein kann man in der Stadt schon einen sehr bunten kulturellen Mix wahrnehmen. Und ich möchte noch erwähnen, dass die Leute dort wirklich sehr nett und liebenswert waren. Außerdem wohnen in diesem Teil der Türkei sehr, sehr viele Kurden. Und nicht nur Kurden, denn wir sind auch auf dem Weg zum Parkplatz zurück noch auf der Suche nach Baklava gewesen, ohne Zucker. Das hat uns jemand empfohlen und wir haben in mehreren Geschäften gefragt und der Translator auf Türkisch und auf Kurdisch hat nie Erfolg gehabt. Wir mussten stets auf Arabisch umschalten, was wir sehr spannend fanden. Und letztendlich haben wir dann aber wirklich nur Unverständnis geerntet, denn es gibt vermutlich kein Baklava ohne Zucker. Das widerspricht sich, glaube ich, selbst. Da sind wir einer Falschinformation nachgegangen. Wir sind heute in Gaziantep. Das ist eine Stadt in der Nähe der syrischen Grenze, also quasi im Osten der Türkei. Und hier sind sie noch nicht so touristisch. Wir haben aber eben schon beim Schneider gehört, der konnte ein bisschen Deutsch, weil er ein paar Jahre als Kind in Frankfurt gewohnt hat. Vom Schneider haben wir gehört, dass im Sommer doch viele Touristen da sind. Und jetzt eben gerade nicht. Und wir haben den kleinen Bazar gefunden. Und Phänomenal, phänomenal. Das ist übrigens das Wochenende vor Ramadan. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wir haben das Gefühl, dass heute nochmal alle ein bisschen
das genießen, dass man noch essen und trinken kann. Und dann ab Montag wird über den Tag natürlich gefastet, bis man dann zur Nacht das Fasten brechen kann. Hallo. Andi, was isst du da? Juvlama. Und was ist das? Super leckeres Kichererbsen, Joghurt, Minze. Es schmeckt wirklich extrem genial. Und Wirklich. Lammfleisch ist noch Mit drin, Lammfleisch. glaube ich. Habe ich noch nicht gefunden, aber Das ist so eine Art Suppe. Mm. Und das schmeckt wirklich hervorragend. Das hätte ich mir wirklich nicht so vorgestellt. Ja, und wir haben auch Das ist wohl eine Spezialität hier in der Stadt. Wir haben auch so viel anderes leckeres Essen hier dabei. Und ein tolles Ambiente. Hier haben wir, ich glaube, Itchy-Köfte. Das ist quasi so ein sehr gut gewürztes Hackfleisch in einer Teigtasche. Und ich freue mich, dass ich die hier essen kann, weil die hatte ich mal von meinem syrischen Mitbewohner mitgebracht bekommen. Dessen Frau hat die für uns gemacht gehabt damals und ich fand die damals schon so lecker. Und jetzt habe ich hier wieder welche. Ich denke mal, die gibt es hier, weil es halt natürlich nah vor der syrischen Grenze ist. Und die sind sehr lecker. Ich freue mich voll. Jetzt hast du alles aufgegessen, Andi. Oh ja. Und wie war's? Boah, hervorragend, wirklich geschmacklich, richtig genial. Der Salat hatte eine Schärfe, das war wirklich super. Und jetzt gibt es noch Chai und diese Juvlama-Suppe war mega. Aber das hast du ja selber schon bemerkt. Ja, die war wirklich hervorragend. Also die war auch mein Highlight. Ja. Und jetzt gibt es noch den Abschluss-Chai. Weiter ging es nach Schanurfa. Ich hoffe, man spricht es so aus. Wir hatten uns hier eine Mall ausgesucht, um nochmal unsere Einkäufe aufzustocken. Und in dieser Mall war zum Weltfrauentag eine Ausstellung von Fotos mit starken Frauen. Wir sind dabei mit den Fotografen ins Gespräch gekommen und der Fotograf hat es direkt zum Anlass genommen, ein paar Bilder von mir zu machen. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt. Die Fotos haben uns auch gut gefallen. Hier sieht man zum Beispiel einige Berberfrauen mit den typischen Berber-Tattoos im Gesicht. Aber es waren auch deutsche Frauen auf den Bildern zu sehen, wie uns ausdrücklich erklärt wurde. Außerdem haben wir entdeckt, dass es in dieser Mall ein Kino gibt und dass fast alle Filme auf Englisch sind. Und so haben wir das zum Anlass genommen, um uns abends Dune 2 zu gönnen, den wir uns dann dort angeschaut haben. Jetzt war die leider zu langsam. Andi, was gab es hier gerade eben? Eine Mizi, eine schöne Mizi. Und die Kamera war zu langsam. Ja. Gibt es endlich Adana Kebab. Ui, Adana. Seit Tagen redet der Mann davon, seit Tagen. Endlich ist es soweit. Am 9. März 2024. Andi, was hast du da jetzt noch geholt? Lamachun. Oh. Für 120 Löffelchen. Also 2 Stück, ne? 2 Stück mit Getränk. Ja. Gut investierte 3 Euro. Auf einer Skala von 1 bis 10? Hier geht's mir gut.
Warte. Jetzt. Wir sind heute in Şanlıurfa. Auf jeden Fall einer sehr arabisch angehauchten Stadt. Ich habe hier Fischfutter für 5 TL kaufen können, für die Fische, die hier in diesem Teich sind. Die Fische darf man füttern, aber nicht fangen, das ist wichtig. Und es ist auf jeden Fall ein Teich, der zu Ehren von Mohammed, der in der Bibel erwähnt wurde, glaube ich. Er wurde biblisch erwähnt, ja. Gebaut wurde und deswegen gibt es den hier. Ja, weil wir die Fische füttern. Los geht's. Nennt alles auf einmal oder fast alles auf einmal. Nein. Habt ihr Hunger? Ja, die haben Hunger. Uiuiuiui. Mehr, Möri, mehr. Gott. Los, lock sie alle her. Warte, nein, die sollen sich nicht alle gegenseitig umbringen. Boah, das ist ja ein Gemetzel, ist das. Die sind ganz schön verfressen. Ja, zufälligerweise haben wir bei unserer Übernachtung in Şanlıurfa, ich kann es leider nicht aussprechen, noch Lone und Kuno getroffen in Persona. Wir waren mit den beiden schon per Instagram im Kontakt. Markus hat uns mit den beiden vertraut gemacht, da sie eine ähnliche Reiseroute wie wir in Angriff nehmen wollten. Und ja, wir standen auf dem gleichen Parkplatz und haben uns morgens zum Kaffee getroffen. Es war richtig, richtig schön. Das sind so 2 liebe Menschen aus Dänemark. Und es sollte sich herausstellen, dass sie auch für einen Teil unserer Reise Reisebegleiter werden. Nämlich haben sie sich ganz spontan mal entschieden, dass sie auch durch China mit uns fahren. Es war nie ausgeschlossen, dass sie das tun wollten. Aber durch unser Zuwirken und das Zuwirken von anderen aus unserer Reisegruppe haben wir sie dann überzeugen können, sich dafür jetzt endgültig zu entscheiden. Auch spannend ist, dass sie quasi den großen Bruder unseres Fahrzeugs haben, in 4x4 Ausstattung und ja, sehr cooles Fahrzeug. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wir hatten wieder eine tolle Zeit, grüßen alle ganz lieb und sagen Güle Güle. Güle Güle. PS, all diese Katzenbilder, die ihr gerade seht, waren in einem Umkreis von 10 Metern aufgenommen.